Herzlich willkommen in der Aquarellschule Ella de Fee. Heute noch einmal mit einer Weihnachtskarte. Es ist eine besondere Zeit jetzt im Advent. Ich liebe es, immer wieder neue Weihnachtskarten gestalten zu können und nehme euch sehr, sehr gerne mit. Die Materialien findet ihr unter dem Video in der Box. Und wir haben ein paar Farben, die wir brauchen. Das ist Heliocelynblau, Zinnoberrot, Tiefrot, Undersea Green, Gelbgrün, Shadow Green, Leaf Green und Opaque White. Und wir starten damit, dass wir die Karte anfeuchten, das Aquarellpapier. Dieses hier ist die Jubiläumsausgabe von Gerstecker, 30 x 40 groß, und ich habe sie in 4 geteilt. Also ich habe ein Washi-Tape über Kreuz darauf geklebt, und ja, hier ist jetzt die eine Karte, die ich hier male mit euch. Fürs Braun mischen wir ein Zinnoberrot mit einem Peines Graubläulich. Und ich habe jetzt mit dem Schriftenpinsel Nova Synthetics Nummer 3 habe ich jetzt hier ein Shadow Green oder ein Tannengrün, noch besser eine Mischung aus Shadow Green und Tannengrün. Das Shadow Green ist ein sehr, sehr dunkles Grün, das Tannengrün ist eben ein bisschen heller, wirklich wie eine Tanne, so grün. Und wir machen kreuz und quer mit diesem Schriftenpinsel hier die Nadeln an diesen bräunlichen Ast, den wir vorher hineingezogen haben. Mit einer Sprühflasche und klarem Wasser sprühen wir, sobald wir fertig sind mit dem Malen, solange es noch nass ist, dieser Tannenzweig, sprühen wir ein bisschen hinein, und ihr seht, dort wo ich gesprüht habe, zerfließt es ein bisschen, verbindet sich und sieht sofort ein bisschen verzaubert aus. Auch diesen Ast besprühen wir, sobald wir ihn gemalt haben, und dann holen wir ein Undersea Green, ein bisschen gemischt mit einem Shadow Green, und malen eine Stechpalme, und die malen wir einfach in unser Bild hinein, so ungefähr angedeutet. Es muss überhaupt nicht perfekt gezeichnet sein, einfach, ja, man erkennt es sofort, dass es, wie gesagt, eine Stechpalme sein soll. Mit Zinnoberrot das Rückgrat des Blattes hineinziehen, und durch das Wasser zerrinnt es ein bisschen und wird bewegt. Hier nochmal eine Stechpalme, nochmal ein Stechpalmenblatt und das Rückgrat dazu malen. Dann noch ein drittes. Ihr könnt es auch ein bisschen anders anordnen, das ist jedem komplett freigestellt. Ihr könnt auch 3 Tannenzweige malen und dafür nur 1 oder 2 Blätter von einer Stechpalme. Also das könnt ihr wirklich ganz unterschiedlich zusammensetzen. Es wird auf jeden Fall schön, weil diese verschiedenen Grünklänge und Pflanzen einfach zu Weihnachten gehören. Ich habe das Braun jetzt ein bisschen rötlicher gemacht mit ein bisschen mehr Zinnober hier für diese Stechpalme und hole jetzt ein Gelbgrün gemischt mit ein bisschen einem Undersea Green und male jetzt die Mistelblättchen, die da so ein bisschen herzförmig nebeneinander liegen, ins Blatt hinein, also mitten in unser. Es ist so ein bisschen das verbindende Element, diese Mistel. Die sind zarter, die sind feiner, und ja, die lassen sich gut noch dazwischen einfügen. Einzeln oder eben zu zweit, je nachdem, wie es euch gefällt. Ihr habt gesehen, sobald es nicht ganz perfekt ist, kann man es einfach noch einmal abtupfen und neu anlegen. Dann auch wieder verbinden mit einem Stiel oder einfach andeuten. Und schauen, immer mal wieder einen Schritt zurück machen. Das ist vielleicht das, was wir im Leben sowieso oft zu selten tun. Nehmt euch die Zeit, macht einen Schritt zurück und schaut, wo tut noch ein weiteres Blatt Not? Wo braucht es noch etwas? Reicht es schon oder muss ich noch irgendwo etwas dazugeben? Wo wäre es schön? Hier kurz eine Einblendung. Mein Wandkalender 2024 ist druckfrisch zu haben in meinem Shop. Solange der Vorrat reicht. Ich habe nicht mehr ganz so viele, aber ich habe für jeden Monat eine Stimmung eingefangen, und ich freue mich, wenn ihr in meinen Shop schaut unter www.elladefee.com.
Nun geht es weiter mit unserer Karte. Ich habe sie inzwischen trocknen lassen und kann jetzt die verschiedenen Beeren herauswaschen. Es ist lustig, weil Stechpalmenbeeren und Mistelbeeren sind ungefähr gleich groß. Ich glaube, die Stechpalmen sind vielleicht eine Spur größer und sind natürlich rot. Mistelbeeren sind hellgrün-weiß, also die sind sehr, sehr hell, fast ein bisschen unscheinbar. Gerade wenn Schnee liegt auf den Bäumen, sieht man Mistelbeeren kaum mehr, aber vor diesem dunklen Grün hier, vor dieser Stechpalme, leuchten sie doch recht schön heraus. Und natürlich haben wir das Rot, komplementär zum Grün, das ist auch ganz toll, diese Stechpalmen, das ist ja auch diese Weihnachtsfarbe, Rot und Grün, vielleicht noch ein Gold dazu, was in meinem Bild hier jetzt nicht vorkommt, aber das sind so diese typischen Weihnachtsfarben. Nordisch ist immer auch noch das Blau dabei, was wir ja hier auch haben. Ja, ich wasche auch noch ein paar Hagebutten aus, wie ihr gerade seht. Da habe ich jetzt auch ein paar Stellen, die sind nicht rund ausgewaschen, eben für Hagebutten. Und die male ich mehr ins Zinnober. Die Stechpalmenbeeren, da gebe ich noch ein Tiefrot dazu. Also die mische ich zwischen Zinnober und Tiefrot, sodass wir da einfach kleine Unterschiede in der Rotnuance haben zwischen Stechpalme und Hagebutte. Wir nehmen natürlich die wilde Hagebutte hier, denn ja, diese gefällt mir sehr, sehr gut. Diese wilde Hagebutte, die von der Wildrose, also die Frucht der Wildrose sozusagen. Wir haben auch den Garten voll mit diesen wunderschönen Hagebutten zurzeit. Und ja, ich genieße das recht. Auch die Vögel lieben sie und kommen in Scharen und zwitschern. Jetzt, wo so viel Schnee lag, haben sie da sehr viel finden können. Ja, die Stechpalmenbeeren kolorieren wir rot, mit Tiefrot gemischt mit ein bisschen Zinnober. Unsere Hagebutten, da nehmen wir ein Zinnoberrot. Wer möchte, kann auch wenig noch von diesem Tiefrot dazugeben, aber schaut, dass wirklich die Stechpalmenbeeren ein bisschen dunkler sind als die Hagebutten. Und nun nehmen wir ein Leaf Green und kolorieren die Mistelbeeren. Nehmt nicht zu viel, also schaut, dass sie doch noch ein bisschen weißlich bleiben und immer noch sehr hell vor diesem Grün herausleuchten. Ja, wenn wir alles koloriert haben, dann könnt ihr seht jetzt bei mir, ich habe diese eine Beere noch ein bisschen aufgehellt, die war mir zu grün und es hat mir eben, wie gesagt, sehr gefallen, dieses Leuchten vor diesem dunklen Blatt. Wenn es trocken ist, ich habe es zwischendrin trocknen lassen, dann könnt ihr helle Stellen auswaschen an den Hagebutten, da wo das Licht sich fängt, und dann mit einem Deckweiß, einem Gouache-Weiß, holt ihr diese Glanzpunkte hervor. Einfach mit einem Maestro Nummer 3 von Da Vinci oder einem feineren, kleineren Pinsel, gerade was ihr zur Verfügung habt, malt ihr Tupfen auf die Stechpalmenbeeren und kleine Bogarl auf die Mistelbeeren und auch auf die Hagebutten. Ja, ich mische jetzt nochmal Peinesgrau-bläulich und Zinnoberrot zusammen, recht dunkel dieses Mal, und male damit diese vertrockneten Blütenstände an den Spitzen der Hagebutten und tupfe auch einen Tupfen in die Stechpalmenbeeren und auch auf die Misteln. Das ist auch diese Stelle, wo die Blüte verblüht ist sozusagen, also da, wo sich die Beere zusammenzieht, gegenüber des Stiels. Nun hängen wir alles noch zusammen, dass da nichts einfach in der Luft schwebt, auch mit dieser dunklen Brauntönung. Und dann sind wir schon langsam, werden wir schon fertig. Man kann die Stechpalmenblätter, wenn man möchte, noch ein bisschen mehr auswaschen. Man kann, wenn man das möchte und das Gefühl hat, es tut Not, mit einem schwarzen Buntstift von Faber-Castell und einem weißen Buntstift noch einiges ein bisschen hervorheben, ein bisschen herausarbeiten. Also da hat man viele Möglichkeiten in der Aquarellmalerei, dass man nachher noch einmal drüber geht, einfach mit Buntstiften. Das hat jeder zu Hause und das ist sehr, sehr einfach. Ihr seht, wie ich hier jetzt gerade
mit diesem Braunklang dieses Blatt auf der einen Seite noch ein bisschen abdunkle und auf der anderen Seite habe ich es mit der Auswaschtechnik aufgehellt. Ich habe immer sehr gern Dreidimensionales im Bild. Und ja, schon ist es fertig. Ihr könnt von Hand in Gold oder Weiß einen Schriftzug darauf geben oder aber das mit dem Computer machen und es online verschicken, eure Weihnachtskarten, gerade wie es euch gefällt. Ich hoffe, es hat euch Freude gemacht, diese gemeinsamen Mal 10 Minuten oder so, was es war. Ich wünsche euch alles, alles Gute und bis ganz, ganz bald bei der nächsten Karte. Tschüss!